Ja, hallo. Ich möchte heute einen Erfahrungsbericht teilen bezüglich einer Fettunverträglichkeit, die ich hatte. Es geht um den Kurs Allergien auflösen und ja, das Wichtigste wieder vorweg. Ich konnte mich von einer Mahlzeit auf die andere von meiner Fettunverträglichkeit verabschieden oder trennen. Ja, was ist da der Hintergrund gewesen? In dem Video oder in dem Kurs wird das Beispiel einer Apfelallergie erläutert. Die Kursleiter beschreiben hier, wie es in diesem Beispiel zu der Apfelallergie kam, warum da die Person Symptome mit dem Verdauungstrakt bekommen hat. Durchfall, glaube ich, um genau zu sein. Also es geht darum, die Person isst einen Apfel und bekommt daraufhin Durchfall. Warum ist das so? Und da wurde gesagt, dass dass das mit einem Ekel zusammenhängt, den man mal erlitten hat bei Konsum eines Produktes mit Äpfeln. Und das hat sich darin gezeigt, dass Würmer in den Äpfeln waren. Oder darin gezeigt, also ausgelöst wurde das darin, dass Würmer in den Äpfeln waren, man das gegessen hat und hat man das gemerkt, hat das super schrecklich und ekelhaft empfunden und deshalb zeigt man nun, oder zeigt der Körper nun diese Abstoßungsreaktion, die sich in Form von Durchfall äußert. So, das war die Basis und ich habe mir gedacht, interessant, ich kenne das, wenn ich große Mengen von Fett esse, diese Art von Unverträglichkeit, das Durchfall bekommen, die Verdauungssymptome. Habe ich gedacht, wäre das doch interessant, wenn das bei mir dieselbe Ursache hätte, wenn es auf einen Ekel zurückzuführen wäre. Und ja, habe ich das Experiment gemacht und habe die Schritte getan, die auch in deren Beispiel mit der Apfelallergie ähm, erklärt wurden. Beispielsweise eben, dass man sich bewusst macht, bei dem Apfel jetzt, dass in diesem Apfel jetzt kein Wurm ist, indem man ihn anschaut, indem man ihn begutachtet, indem man ihn aufschneidet Stück für Stück und sieht, nein, dieser Apfel ist einwandfrei, es ist kein Wurm drinnen, es gibt also keinen Grund, dass der Körper diesen abstößt. Und ich habe mir dasselbe gemacht mit dem Fett. Erstmal habe ich überlegt, ob das theoretisch möglich sein konnte. Ich habe in meiner Vergangenheit nach einer Situation gesucht, wo ich eventuell mich vor einem Fett geekelt habe. Und da ist mir etwas eingefallen. Ich habe mir früher Knochensuppe oft gemacht, also Rindsuppe, wie man klassischerweise sagt, und da kocht man Knochen aus. Und diese Marksknochen sind sehr, sehr fettig und wenn der Wasseranteil niedrig ist, ist der Fettanteil sehr, sehr hoch in der Suppe und schwimmt dann oben auf. Das kann schon ruhig 2 Zentimeter dick sein, diese Fettschicht. Und als ich mir mal eine Suppe gemacht habe, habe ich halt von oben abgeschöpft und es war praktisch nur Fett. Und ich habe einen Löffel nach dem anderen mehr oder weniger vom puren Fett gelöffelt. Und das war ein sehr unangenehmes Gefühl im Mund. Der Nachgeschmack war schrecklich. Es hat sehr nach Knochen geschmeckt. Und ich habe mir da schon gedacht, boah, nicht so laut. Ich sollte mehr Suppe nehmen. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dieses Ereignis war. Und das habe ich in mein Auflöseexperiment integriert. Ich habe mir bewusst gemacht, dass das Fett, was ich jetzt esse, dass das nicht von einer Suppe stammt, das stammt nicht von Knochen, es ist auch nicht flüssig. Ähm, Es fühlt sich ganz anders im Mund an, es riecht anders, es schmeckt anders. Und ja, und grundsätzlich finde ich Fett super. Es schmeckt mir grundsätzlich wunderbar. Also ich habe mir so meinem Körper mehr oder weniger gesagt, dass es jetzt keinen Grund gibt für ihn, das abzustoßen. Dass ich da vollkommen im Klaren damit bin, dass es mir taugt. Und dass ich es absolut appetitlich finde. Und ich habe es begutachtet, ich habe gesehen, dass da nichts dran ist. Es ist nur das Fett, was ich essen will, das mir gut schmeckt. Und von einer Mahlzeit auf die andere, und das sollte ich vielleicht hinzusagen, diese Fettunverträglichkeit hatte ich schon mehrere Jahre. Also mir war genau bewusst, welche Mengen ich essen kann und welche nicht. Das habe ich über mehrere Mahlzeiten sehr, sehr gut herausfinden können. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal und habe meine Menge, von der ich weiß, dass ich sie safe essen kann, ähm, absolut überschritten, habe mir dabei diese Dinge bewusst gemacht und siehe da, es hat wunderbar geklappt. Es gab keine Verdauungssymptome, es gab keinen Durchfall, nichts dergleichen. Das habe ich natürlich seitdem länger, öfters, praktisch immer probiert. Ja, und wie schon erzählt, diese Unverträglichkeit konnte ich damit auflösen. Ja, das ist mein Erfahrungsbericht über meine Fettunverträglichkeit und den Kurs Allergien auflösen.
mit dem Thema eben, dass solche Dinge hervortreten können, wenn man sich davor ekelt.